Eine liebe Kundin, schöne Grüße an dieser Stelle, brachte mich auf die Idee zu dem heutigen Rezept. Ursprung kommt aus Marokko und zwar sind das Fleischbällchen mit Ras El Hanout gewürzt auf Paprikagemüse, und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen zurück zu Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Für die marokkanischen Fleischbällchen brauchen wir, wenn wir auf Fett achten, Tartar. Und zwar habe ich heute kein Tartar bekommen, deswegen muss ich mir das heute mal selber durchdrehen. Ich habe hier so einen handbetriebenen Fleischwolf. Für kleine Mengen ist der völlig ausreichend, das funktioniert echt gut. Und ich habe den Vorteil, da habe ich einfach mehr Konsistenz, also ein bisschen, das ist nicht ein Brei irgendwie, ich mag das ganz gerne. Neben dem Hackfleisch brauchen wir für die Fleischbällchen Haferflocken, das sind 4 Esslöffel, 50 Milliliter Wasser, Salz und Pfeffer, einen halben Teelöffel Cayennepfeffer, 3 Teelöffel Ras El Hanout, 2 Esslöffel Sultanin oder Rosinen, eine Knoblauchzehe, eine Schalotte sowie 2 Esslöffel Petersilie, die stehen jetzt hier nicht, die kommen später dazu. Für das Gemüse brauchen wir 2 Paprikaschoten, einen halben Teelöffel Kümmel, eine Knoblauchzehe und eine Zwiebel sowie einen weiteren Esslöffel Petersilie. Und bevor es jetzt losgeht, ganz kurz was in eigener Sache. Meine einzige Bezahlung besteht derzeit darin, einen Daumen hoch zu bekommen. Und darüber freue ich mich sehr. Und wer noch nicht abonniert hat, über ein Abo freue ich mich mindestens genauso viel. Und Kommentare helfen dem Kanal auch sehr. Und jetzt zum Rezept. Für das Tartar, oder ein echter Tartar ist es ja nicht, das besteht aus Rinderfilet. Ich habe hier ein Stück aus der Keule, das ist aber super mager. Und das drehe ich mir jetzt durch. Da habe ich mir aus dem Stück hier so eine Streifen, so eine Stücken geschnitten, und die werde ich jetzt da mit meinem kleinen Fleischwolf durchdrehen. Ich verlinke den mal, der ist tatsächlich auch nicht teuer, aber für solche Fälle, wo man den so selten braucht, ich brauche den, weiß ich nicht, einmal im Monat, dafür ist der wunderbar und dafür funktioniert der gut und der geht trotzdem relativ schnell. Der ist schnell wieder gereinigt an der Spülmaschine, die Teile auseinandergenommen. Es sind auch nicht viele Teile, also ich bin echt zufrieden damit und einen größeren brauche ich ehrlich gesagt nicht. So, das Hack ist durchgedreht. Das hat etwa 2 Minuten gebraucht. Für den Privatgebrauch reicht das Ding völlig, der Fleischwolf. Ich habe mit einer 5 mm Scheibe durchgedreht und nehme mir dann zum Schluss immer noch mal eine Handvoll Hackfleisch und drehe das ein zweites Mal durch, damit es ein bisschen feiner wird, aber insgesamt ich schon Struktur habe im Hackfleisch. Aber durch die Portionen feineres Hackfleisch habe ich einfach noch mal eine bessere Bindung, und diese Kombination gefällt mir ganz gut. Das Hackfleisch werden wir jetzt würzen mit Salz, Pfeffer, dem Ras El Hanout und dem Cayennepfeffer und die Haferflocken und das Wasser damit einarbeiten. Das Wasser einfach, damit sich die Haferflocken ein bisschen aufsaugen können. Und dann werde ich die Sultaninen ein bisschen kleiner hacken, dass die ein bisschen feiner sind, die auch mit einarbeiten. Und die Schalotte in feine Würfel schneiden und auch die mit einarbeiten. Und dann werden wir uns die kleinen Hackbällchen daraus formen. Quiero pero no lo es, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, 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 yeah, yeah. Hola, quiero
quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti. Und was ich eben vergessen habe, irgendwas ist halt immer, ein Ei kommt noch dazu. Porque te amo, baby, es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Das Hack ist durchgeknetet. Zu den Haferflocken möchte ich noch sagen, nehmt zartschmelzende. Gibt auch kernige, die lösen sich nicht so auf. Die zartschmelzenden, die spürt man nachher ja nicht. Aber die geben trotzdem so eine Bindung und sind einfach gesünder als ein halbes trockenes Brötchen. Ja, daraus formen wir uns jetzt kleine Bällchen. Und zwar wirklich kleine. Tja, wie so eine Murmel, so eine größere Murmel. So die Größe ungefähr. Und das werden so einige werden. Und dann sehen wir uns wieder. So, die Fleischbällchen sind vorbereitet. Und jetzt wende ich mich dem Paprika zu. Despertino era como antes, que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía y el destino quiso traicionarme, pero me di cuenta demasiado tarde que por esas vainas te perdí a ti. No estuvo en mi mente hacerte sufrir, ni en mis pesadillas dejarte ir. Qué pena. Der Knoblauch wird einfach in Scheiben geschnitten. Eso no me frena. So. In etwa einem Teelöffel Olivenöl brate ich erstmal die Zwiebeln an und dann kommt gleich die Paprika dazu. Jetzt kommt der Kümmel rein und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und wenn die Zwiebeln so ein bisschen Farbe bekommen haben, dann machen wir uns hier so ein paar Löcher in die Pfanne und da kommen gleich unsere Hackbällchen rein. Wichtig ist, dass die Fleischbällchen direkten Kontakt zur Pfanne haben und die Pfanne wirklich auf hoher Temperatur, also richtig Feuer beheizt wird. Und dann können die Hackbällchen so ein bisschen anbraten und dann lassen wir die gar ziehen. Und den Knoblauch nicht vergessen. Wer partout keine Rosinen mag, der kann natürlich auch Trockenfrüchte wie Pflaumen, Aprikosen oder Datteln nehmen und die hacken und ins Hackfleisch mischen. Garantiert genauso lecker. Ja, die Fleischbällchen, die sind fertig. Als Beilage würde ich empfehlen Reis mit Joghurt. Da habe ich mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal. Und zwar habe ich da einen Blumenkohl gemacht und da habe ich auch einen Reis mit Joghurt dazu gemacht. Der ist ja auch nordafrikanisch, sage ich mal, im weitesten Sinne. Und der passt ganz gut dazu, finde ich. Ich koste jetzt mal und dann sage ich euch Bescheid, wie es geschmeckt hat. Boah, geil. Oh, so geil. Diese Ras El Hanout hat schon einen echt geilen Geschmack. Besteht im Übrigen hauptsächlich aus Kreuzkümmel und ich glaube so ein bisschen Kurkuma ist da drin und noch so ein paar andere Sachen. Aber durch die Sultaninen hat man auch so eine Süße dabei. Und durch den Cayennepfeffer halt noch so ein Kick. Mega. Mega. Echt geil. Seit der Einführung der neuen Berechnungen sind bei mir die Haferflocken weggefallen. Und für mich hat das Gericht 7 Dingster. Bei euch ist es vielleicht individuell etwas anders. Wenn ihr Haferflocken mitberechnen müsst oder nicht, müsst ihr selber mal schauen. Das Rezept ist unten in der Videobeschreibung und das auszurechnen sollte kein Problem sein. Für mich 7 Dingster und ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Ratzfatz Schlemm. Spaß beiseite. Nein, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jedes neue Abo
und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Carsten. Ciao.